Als der Brief kam, dachte ich zuerst an einen Fehler, keinen großen Fehler, so einen kleinen Verwaltungsirrtum, wie er an Universitäten ständig passiert. Falsches Formular, falsches Semester, falsche Zuordnung. Ich riss den Umschlag im Flur meiner WG auf, noch mit Jacke an, Rucksack auf einer Schulter. Oben stand Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Prüfungsamt. Mein Name, meine Matrikelnummer und ein Satz, der mir sofort die Luft nahm. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie mit sofortiger Wirkung exmatrikuliert wurden. Ich las ihn dreimal, langsam, dann schneller, dann wieder langsam. Exmatrikuliert. Nicht unter Vorbehalt, nicht vorläufig. Nicht, bitte melden Sie sich. Sofortige Wirkung. Meine Hände wurden kalt. Ich setzte mich auf die Treppe, obwohl der Flur schmutzig war. Der Grund stand weiter unten. Nicht ausreichende Studienleistungen. Ich lachte kurz. Nicht aus Humor. Aus Unglauben. Meine Noten waren nicht brillant, aber sie waren okay. Kein einziges endgültig nicht bestandenes Modul. Keine Frist überschritten. Ich hatte alles dokumentiert. Ich rief sofort im Prüfungsamt an. Nach 3 Weiterleitungen meldete sich eine Frau mit müder Stimme. Das ist korrekt so, sagte sie, nachdem sie meine Daten geprüft hatte. Das System zeigt mehrere nicht bestandene Prüfungen. Welche denn? Fragte ich. Sie zögerte, dann nannte sie 2 Module, die ich bestanden hatte. Mit Beleg, mit Note. Ich sagte das. Sie sagte, dann müssen Sie einen Einspruch einreichen. Bis wann? Kurze Pause. Der Einspruchszeitraum ist bereits abgelaufen. Da verstand ich zum ersten Mal, dass hier etwas nicht stimmte. Ich ging am selben Tag zur Uni. Der Campus fühlte sich fremd an, obwohl ich ihn seit 3 Jahren kannte, als wäre ich schon raus, obwohl ich noch da war. Vor dem Büro meines Studienberaters warteten 2 andere Studierende. Sie wirkten nervös, aber normal nervös, nicht so wie ich. Als ich endlich drankam, sah er mich nicht einmal richtig an. Herr Weber, sagte er, die Entscheidung ist formal korrekt, aber sie ist faktisch falsch, sagte ich. Ich habe die Prüfungen bestanden. Er hob die Augenbrauen. Ein geübter Blick, der Blick von jemandem, der Diskussionen nicht mag. Dann hätten Sie früher reagieren müssen. Ich habe nie eine Warnung bekommen. Das System verschickt automatisch Hinweise. Ich habe keine bekommen. Er zuckte mit den Schultern. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verließ das Büro mit einem Kloß im Hals. Auf dem Gang sah ich ihn. Leon, der Sohn eines Professors aus unserer Fakultät. Schlechte Anwesenheit, miserable Noten, aber erstaunlich oft Ausnahmen. Er grinste, als er mich sah. Auch Probleme mit dem Prüfungsamt? Fragte er locker. Ich sagte nichts. Später erfuhr ich, dass er in genau den Modulen, wegen derer ich exmatrikuliert wurde, eine Sonderprüfung bekommen hatte. Nach Ablauf der Frist. Ich reichte trotzdem Einspruch ein, mit allen Belegen, mit Screenshots, mit Unterschriften. Die Antwort kam 2 Wochen später. Abgelehnt, ohne Begründung. Da war etwas in mir, das kippte, nicht sofort in Wut, zuerst in Leere. Ich hörte auf, zur Uni zu gehen. Was sollte ich dort noch? Dann begann das Gerede. Er wurde rausgeworfen. Anscheinend zu viele Fehlversuche. Selbst schuld, niemand fragte mich. Nachts konnte ich nicht schlafen. Ich rechnete BAföG weg, Nebenjob weg, Wohnung wackelig. Alles wegen eines Briefes. Eines Tages stand ich wieder auf dem Campus, nicht um zu studieren, nicht um zu diskutieren. Ich wollte antworten. Im Foyer der Fakultät war eine Informationsveranstaltung, viele Studierende, einige Professoren, auch sein Vater. Als ich ihn ansprach, sah er mich kühl an. Ich bespreche keine individuellen Fälle öffentlich. Dann privat. Sie sind kein Student mehr. Das Wort traf härter als alles zuvor. Ich merkte, wie meine Stimme lauter wurde. Ich wurde zu Unrecht rausgeworfen. Blicke richteten sich auf uns. Bitte verlassen Sie das Gebäude, sagte er. Etwas in mir riss. Ich stieß einen Tisch um. Nicht geplant, nicht strategisch. Ein Glas zerbrach. Jemand schrie. Sekunden später packten mich 2 Sicherheitsleute. Ich wehrte mich. Nicht stark, aber verzweifelt. Lassen Sie mich los. Beruhigen Sie sich. Jemand rief, rufen Sie die Polizei. Und in diesem Moment wusste ich, das hier würde kein administrativer Fehler mehr bleiben. Die Sirenen hörte ich zuerst gedämpft, dann immer näher. Blaues Licht spiegelte sich an den Glasfronten der Fakultät. 2 Polizeibeamte betraten das Foyer, ruhig, routiniert. So, als wäre das hier nichts Besonderes. Für mich fühlte es sich an wie ein endgültiger Absturz. Ich saß auf einem Stuhl, die Hände leicht zitternd. Ein Sicherheitsmann stand neben mir. Zu nah. Name? Fragte der Polizist. Ich nannte ihn. Grund ihrer Anwesenheit? Ich lachte kurz. Bitter. Ich wollte wissen, warum ich von der Universität geflogen bin. Der Professor stand ein paar Meter entfernt, Arme verschränkt, kühl. Der junge Mann hat randaliert, sagte er ruhig. Er ist kein Student mehr. Wir wollten die Situation deeskalieren. Ich sah ihn an. Sie haben mich rausgeworfen, obwohl meine Leistungen ausgereicht haben. Der Polizist hob die Hand. Das klären wir gleich. Sie nahmen meine Aussage auf, dann die der Sicherheitsleute, dann die des Professors. Seine Version war glatt, zu glatt. Aggressives Verhalten, unberechenbar.
schon länger auffällig. Ich fragte den Polizisten, ob ich eine Anzeige bekäme. Sachbeschädigung steht im Raum, sagte er, aber das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Ich wurde mitgenommen, nicht in Handschellen, aber im Streifenwagen. Die Nacht in der Zelle war kurz und lang zugleich. Ich dachte an alles, was ich verloren hatte und an das, was ich jetzt zusätzlich verlieren konnte. Am nächsten Morgen wurde ich entlassen mit einer Vorladung und einem mulmigen Gefühl. 2 Tage später meldete sich ein Anwalt, nicht meiner. Er stellte sich als externer Prüfer der Universität vor. Es gibt Unstimmigkeiten in Ihrem Fall, sagte er, mehrere. Mein Herz schlug schneller. Er erklärte mir, dass im Zuge des Polizeiberichts auch die Exmatrikulation geprüft worden war. Routine. Aber dabei war etwas aufgefallen. Digitale Änderungen im Prüfungssystem. Kurz vor Ablauf der Einspruchsfrist, nicht von mir, ein Name tauchte auf. Ein Login, der des Professors. Genauer gesagt seines Sohnes, Leon. Er hatte Zugang über den Account seines Vaters. Die Polizei schaltete um. Aus einer Anzeige gegen mich wurde eine Ermittlung gegen die Universität, Urkundenfälschung, Missbrauch von Zugriffsrechten, mögliche Vorteilsnahme. Ich wurde erneut vorgeladen, diesmal als Zeuge. Im Verhörraum saß mir ein anderer Mensch gegenüber als noch vor einer Woche. Der Professor wirkte müde, nicht mehr überlegen. Ich wusste nichts davon, sagte er. Die Ermittlerin legte ihm Ausdrücke vor. Zeitstempel, IP-Adressen. Sein Sohn hatte Noten geändert, Fehlversuche gelöscht und meine Einträge manipuliert, um Platz zu schaffen. Warum, Sanasen? Fragte die Ermittlerin. Er schwieg. Die Universität reagierte schnell. Zu schnell. Eine Pressemitteilung. Bedauerlicher Einzelfall. Interne Konsequenzen. Der Professor wurde beurlaubt, sein Sohn exmatrikuliert. Meine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde fallen gelassen. Provokation hieß es. 2 Wochen später bekam ich einen Brief, diesmal kein kalter Verwaltungsstil, eine formelle Entschuldigung. Meine Exmatrikulation wurde rückgängig gemacht, alle Fristen neu gesetzt, ich durfte zurück. Ich ging noch einmal auf den Campus, nicht aus Freude, eher aus Abschluss. Im selben Foyer, in dem alles eskaliert war, stand nun ein Schild: Zutritt nur für Studierende und Mitarbeitende. Ich war wieder Student, aber ich fühlte mich nicht so. Ich hatte gesehen, wie schnell Leistung egal wird, wenn Macht im Spiel ist, wie leicht Systeme manipulierbar sind und wie nah Unrecht und Kriminalität beieinander liegen. Ich nahm mein Studium wieder auf, sachlich, ohne Illusion. Der Professor verließ die Universität still, sein Name verschwand von der Website, Leon verschwand aus der Stadt. Und ich lernte etwas, das in keinem Modul steht. Gerechtigkeit kommt selten freiwillig. Manchmal muss sie durch Lärm, Akten und Polizeiberichte erzwungen werden. Und manchmal beginnt eine kriminalistische Ermittlung nur, weil jemand sich weigert, leise zu verschwinden.